Ich sitze heute hier mit Rani Krisha in Köln in den Riverside Studios. Wir haben gerade eine schöne Recording-Session gemacht. Rani, vielen Dank, dass du meine Freude. Mitgemacht hast. Spaß gemacht in deinem nicht leichten Song. Cool, it's cool. I'm getting there. All right, it goes one bar. You know what's so confusing? It's like the verse starts for me. Yeah. Not always in the second bar of the verse. Yeah, right. Yeah. And that makes it really tricky, but fine. I'm getting there. Okay, gib mal von vorne. Gut. Es muss mehr Ruhe da reinkommen. Das alles so ein bisschen mehr die Charts lesen. Nils, ich glaube, ich mache das in 2 Parts. Wenn ich aufhöre, dann gehen wir weiter. Okay. Von da aus. Alright. Von vorne. Spaß gemacht. Du bist ja gebürtiger Marokkaner, hast, wie ich gelesen habe, sehr früh angefangen, Percussion zu spielen. Wie bist du dazu gekommen? Ich bin gar nicht dazu gekommen. Das lag dann auf dem Weg, dass in Marokko, das gehört halt einfach zum Leben, zu trommeln. Und ich wollte halt ein bisschen mehr. Meine Mama hat mir erzählt, dass ich mit 5 schon angefangen habe, echt akribisch mich dafür zu interessieren. Und dann in der Schule habe ich dann durch die musikalischen Aktivitäten, die wir hatten, also auf einer sehr bescheidenen Art, da wurde das richtig raus. In der Grundschule und im Gymnasium. Bei mir war das auch so. Mein allererster Instrumentenwunsch war Schlagzeug. Oh. Und wir wohnten in so einem Wohnhaus auf dem Land. Kein Schlagzeuglehrer, weit und breit. Wir sind, glaube ich, relativ gleich alt. Ja. Auch ein 71er, gerade noch so. Ja, ich auch. Und meine Eltern haben dann gesagt, nee, das wird nichts. Ich kann mich noch daran erinnern, dass ich auf Töpfen rumgeklopft habe. Das habe ich auch gemacht. Ging nicht anders. Ölkanister, Autos. Ja, genau. Und dann wäre mein zweites Instrument Bass gewesen und dann haben sie mir eine Heimorgel hingestellt. Aber dafür bin ich Ihnen heute noch dankbar, weil ich damit gelernt habe, meine Hände und Füße unabhängig voneinander bewegen. Und das einzige Instrument, das ich tatsächlich noch nicht angefasst habe, ist das Schlagzeug. Bis heute. Wahnsinn. Du bist dann irgendwann nach Deutschland gekommen. Wie kam das? Studium. Ich habe ja nie Musik gelernt. Ich bin autodidaktisch und ich habe ein Fachabitur in E-Technik gemacht auf einer alten französischen System. Das heißt nicht Fachabitur leicht, sondern extrem komplex und schwer. Und dann habe ich mich beworben hier an der Uni und wurde in Aachen akzeptiert, an der RWTH Aachen. Und dann habe ich angefangen, Elektrotechnik zu studieren. Genau, und dann habe ich angefangen, seriös und Nebenjob, Kellnern. Und irgendwann mal habe ich einen Musiker getroffen und haben ein bisschen gejammt und dann waren die begeistert und da war ich auf einmal in einer Band wieder. Und dann von einer Band zum nächsten und dann, so ging das. Und irgendwann bist du dann bei Sting gelandet. Genau, das war witzig. Ich war tatsächlich bei Sting auf Empfehlung von Manu Katché, den ich damals überhaupt nicht kannte oder Woher kannte der dich? Überhaupt nicht, aus Aufnahmen. Wo ich vollkommen für einen anderen Artist aufgenommen habe. Und dieser Song wurde bekannt und lief in den Radios. Und dann, er wurde ja beauftragt, damals für Sacred Love das Album mit Percussionisten zu finden und hat mich gehört und meinte, der Typ. Was war das für ein Song, den er gehört hat? Weißt du das noch? Es war von einem, damals ein Supersänger und ein Instrumentalist, Gitarrist, Jamel Laroussi. Der Song hieß Étoile filante. À chaque fois que je pense à elle, la plaie revit et ça fait mal. Tout à coup c'était le soleil, sans abri tout devient fatal. War das dann so ein bisschen der Durchbruch ins Profitum?
Oder war das schon vorher? Profi war ich schon davor, aber als das mit Sting kam, natürlich, klar, das war mein erster Pop-Gig sozusagen. Das hat natürlich vollkommen andere Dimension genommen. Auf einmal wirst du natürlich auf der Ebene dieser Liga bekannt und dann kriegst du halt einfach viel mehr Möglichkeiten und spielst halt überall. Kommt es oft vor, dass irgendwelche Leute dich ansprechen, so wie ich jetzt zum Beispiel, und sagen, hey, ich habe dann ein Musikprojekt und kannst du dir vorstellen, da drauf zu spielen, weil ich bin ja einfach so auf dich zugegangen. Ja, das ist ja der Sinn der Sache. Ich finde das ganz toll und wenn die Leute meistens, die sich so melden, das wollen die ja auch und die sind überzeugt und das kommt witzigerweise aus der ganzen Welt. So habe ich Freunde in Mazedonien, in Bosnien, in Pristina, in Kosovo, in Armenien, in USA, in China. So habe ich für Leute aufgenommen, die ich gar nicht so wie bei dir getroffen habe, sondern einfach, die mir vertraut haben und die Files schicken und das geht immer noch so. Das finde ich großartig und die Social Media erlauben das ja viel mehr und da bin ich dankbar dafür. Das ist cool. Was ist dir lieber, so eine Social-Media-Geschichte, wo du sagst, ich bin im Studio, mache mein eigenes Ding zu der Musik von jemand anderem dazu, die er mir geschickt hat, oder so wie du vorhin erzählt hast, so ein Herbert Grönemeyer mietet ein Studio und setzt sich mit seiner Band komplett zusammen, um dann irgendwelche Songs zu erarbeiten? Beides hat einen Reiz. Natürlich ist der menschliche Kontakt ist nur unersetzlich. Das ist natürlich wichtig, weil du bekommst viel Inputs und diese Spontanität und Instinkt sind da. Das ist natürlich wichtig. Aber manchmal, wenn man sagt, okay, ich habe eine Musik und ich vertraue jetzt in diesem Fall Rani und ich weiß, dass er was Cooles macht, das geht auch. Aber natürlich es geht nichts über den direkten menschlichen Kontakt. Instinkt ist wichtig da, die Reaktion, das Hören, das Zusammenreden. Und da passiert viel mehr. Die Interaktion, die menschliche Interaktion ist wichtig. Auf jeden Fall. Jetzt hast du heute viele Sachen mitgebracht. Was ist das alles? Und wo kommt es her? Ach so, ja, für deinen Song. Ich habe ja diese Art zu spielen manchmal mit diesem, man nennt das Hybrid-Setup, weißt du, wo ich ein bisschen Schlagzeug nachahme, aber ein bisschen anders, dass ich mal ein bisschen andere Farben dazu nehme. Und darauf dann packe ich die Percussion. Das ist halt einfach ein Hybrid-Setup, basiert auf einem Cajon, eine Snare, die ich extrem viel dämpfe, damit das passt von der Balance zum Cajon. Ich habe einen Darabuka hier, einen Tom, einen Djembe, einen Hi-Hat, ein paar Becken und einen Fußtambourin, den ich irgendwie anders mutiert habe mit vielen Nüssen aus Brasilien. Genau. Und danach, wenn der Groove steht, dann überlege ich mir, was ich für ein Overdub, was ich dazu spiele, percussionmäßig. Ich hatte einen Udo mitgebracht, ich hatte einen sogenannten Kürbis, Calabas mitgebracht, Rick, Darabuka, alles Mögliche. Und wie bist du auf die Zusammenstellung jetzt gerade heute gekommen? Hast du dich vom Playback inspirieren lassen, im Sinne von... Ja, definitiv. Das Setup basiert ja immer auf die Musik, die du hörst, weil du machst das ja davon abhängig, was die Musik braucht. Und dann baust du es zusammen. Also die Musik sagt dir, wo es lang geht. Wenn das Stück vollkommen was anderes gebraucht hätte, dann hätte ich vollkommen was anderes gebaut. Also du hast dich schon im Vorhinein jetzt hast du dir Gedanken gemacht und vorbereitet und Gedanken gemacht. Das gehört zum Profi. Du kommst nicht unvorbereitet.